Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe 1000 BestTV-Abonnenten. Vor mir steht jetzt ein Wunderwerk der Technik, die neue KTM EXC, hier in der 300er Version TPI. Das ist die Zweitakter mit Einspritzung, neue Ära in der Enduro-Geschichte, in der Enduro-Szene. Hier getestet am Erzberg. Würdiger geht's wohl kaum. Bleibt dran, Mördervideo. Das war keine Fehlzündung. Sektion Dynamite. Der Mann hat das Motorrad mitentwickelt, der Chef der Entwicklungsabteilung. Bani Plazzota kommt auch raus. Weltklasse Bani! Ja, KTM hat da über ein Jahrzehnt entwickelt, bis wir jetzt dieses fertige Bike hier haben. Weil KTM war wichtig, dass diese Zweitakter nicht irgendwie abgehobene Weltraumtechnologien Bikes wären, die nur noch für eine handverlesene kleine Gruppe von Superracern zu fahren sind, sondern es sind jetzt Motorräder, die auf der einen Seite ready to race sind, für die superschnellen Superstars, und auf der anderen Seite für mich wirklich traumhafte Motorräder, die einfach zu fahren sind. Aber fangen wir es mal schön langsam an. Was haben wir da unter uns? Also im Prinzip ist das jetzt 2018er Modelljahr, eine 300er EXC, und die Motorbasis ist so, wie man es gekannt hat, der Zweitaktmotor von KTM, der große, also der 300er. In 250er Version gibt es das auch. Dann ist das hier das Chassis aus der 2017er, also da war ja chassisseitig schon eine gewaltige Revolution. Man hat jetzt für 2018 bei allen Modellen ein bisschen anderes Setup vorne in der Gabel. Man hat ein bisschen Kleinigkeiten geändert bei den Spoilern hier und so weiter. Also kleine Modellpflegemaßnahmen im Vergleich zu 2017. Die ganz große Veränderung ist dann aber drinnen, nämlich dort, wo es um die Gemischaufbereitung geht. Wir sehen es ja im Detail bei den Aufnahmen. Wir haben jetzt hier im Prinzip die drei Dinge, die man braucht, um einen Zweitaktmotor am Leben zu halten. Luft, Öl und Benzin in einer viel präziseren Dosierung stehen die jetzt zur Verfügung. Und möglich macht es natürlich, dass als Herzstück die ECU alle Parameter richtig berechnet und diese drei Dinge, Öl, Luft und Benzin, in einem richtigen Verhältnis zueinander zur Verfügung stellt. Die Besonderheit ist sicher die, dass die Einspritzung, also die Einspritzdüsen, nicht oben am Zylinderkopf, also mit einer direkten Einspritzung arbeiten, mit einem hohen Druck. Das hat KTM probiert, ist aber insofern gescheitert, weil das System dann sehr, sehr komplex, ein bisschen klobig wird und auch schwer zum Unterfahren. Jetzt ist es so, dass die Einspritzdüsen ganz normale Einspritzdüsen sind, wie sie es auch bei den Viertaktern haben, die mit niedrigen Drücken arbeiten, mit 3,5 Bar. Dadurch ist das System im Prinzip robust, Hausmannskost, und eingespritzt werden die Überstromkanäle. Und dort wird quasi das Gemisch vorbereitet, und die Zweitakt-Spezialisten unter euch wissen ja, es ist ja so, dass beim Zweitakter das große Problem ist, dass der vorhergehende Takt, also die vorhergehende Zündung, die Druckwelle, die da durch den Krümmer nach außen fließt, einen großen Einfluss hat auf den nächsten Takt, der ansteht, und auch ein unverbranntes Gemisch mit reinnimmt und da, also in den Auspuff tragt. Da hat man natürlich dann die Herausforderung, und das war das große Problem, dass man das in den Griff kriegt, um hier die Abgasvorschriften zu erfüllen. Für uns, wie soll ich sagen, trocken und langweilig. Die Motivation für KTM war, sie wollen die Zweitakter nicht sterben lassen und sie wollen die Abgasvorschriften erfüllen. Kann uns jetzt als Endurofahrer egal sein. Der Benefit daraus ist aber gewaltig. KTM hat hier massiv investiert. Und wovon profitieren wir jetzt? Also wir profitieren mal davon, dass wir jetzt hier ganz gemütlich da oben Öl einfüllen. Alle heiligen Zeiten wahrscheinlich einmal. Und hier Benzin. Und das Verhältnis, also die Schmierung
Die wird in der Drosselklappensteuerung aufbereitet. Das heißt, die Schmierung wird zwischen 1:50 und 1:100 vom Computer jeweils berechnet. Fahrt man im Volllastbereich, wird das Gemisch fetter, fahrt man im Teillastbereich oder rollt man nur dahin, wird es magerer. Und man sieht es hier schon bei den Fahrten jetzt im Wald, man hat hier nirgends Öl hinten raussafteln, man hat immer einfach ein präzises, ein korrektes Gemischverhältnis. Und das ist natürlich eine ganz großartige Geschichte, weil es einfach auch die Handhabung einfacher macht. Der zweite große Vorteil ist der, dass der Verbrauch massiv nach unten gegangen ist. Also massiv heißt, je nachdem, ob man im Teillast- oder im Volllastbereich unterwegs ist, massiv heißt, dass man in einem Niveau unterwegs ist, wie es die Viertakter sind. Das heißt, wenn man jetzt in einer gemischten Gruppe fährt, Zweitakter, Viertakter, ist der Zweitakter nicht der, auf den man dann dauernd warten muss mit dem Tanken, sondern ist der Zweitakter der ungefähr die gleiche Reichweite hat. Also Sie wollen sich nicht festlegen, die KTM-Kollegen, aber ich habe Ihnen aus der Nase ziehen können. Also man kann fix davon ausgehen, dass man mit dem 9-Liter-Tank so 130 Kilometer ganz geschmeidig kommt. Und Sie haben sogar Testrunden gehabt, wo es sehr, sehr gemütlich gefahren sind, wo es zwischen 3 und 4 Liter Verbrauch nur gehabt haben. Und das ist auf 100 Kilometer, das ist natürlich sensationell. Das heißt, man kann dann beim Enduro-Wandern viel, viel entspannter unterwegs sein, kann viel längere Distanzen überbrücken. Was natürlich auch angenehm ist, ist die Tatsache, dass das jetzt halt alles in der Handhabung einfach sauberer ist. Also man hat jetzt, wenn man das im Bus einladet, nicht immer dieses stinkende Zeug, das aus dem Vergaser immer rausduftelt. Das heißt, das ist ja auch klinisch sauber. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass das System nicht dramatisch komplex ist. Also man kann immer noch einen Kolbenwechsel super easy durchführen. Es sind dann nur 2 Einspritzdüsen zusätzlich dran, die steckt man ab. Und ansonsten ist das System immer noch sehr, sehr einfach. Man hat kein Ventilspiel, das man einstellen muss. Man hat den ganzen Zylinderkopf vom Viertakter, der fällt ja weg. Und das heißt, das System ist immer noch sehr einfach, sehr robust und man kann sehr, sehr viel immer noch selber machen. Das Einzige, was man nicht mehr selber machen kann, das war ganz ein großer Vorteil, ist, dass man selber mit der Vergasernadel und mit den Einspritzdüsen herumwurschtelt. Und das ist das, was die Zweitaktfans natürlich am wenigsten vermissen werden, weil das funktioniert ja natürlich grandios. Hier wird die ECU berechnet automatisch, je nach Luftdruck, also Höhe, Seehöhe und Temperatur, immer das richtige Verhältnis von Benzin, Luft und Schmierstoff, Motorwechsöl. Und dementsprechend ist es natürlich traumhaft. Wir am Erzberg haben es jetzt auch gesehen. Wir fahren hier, also überbrücken hier sehr, sehr große Distanzen in der Höhe und wir haben dann nie ein Problem, dass da irgendwer zu fett oder zu mager unterwegs ist. Das ist natürlich ein riesiger Komfortgewinn und alle, die mal sowas gefahren sind, werden dann nie wieder auf ein Vergaserbike umsteigen, wo man dann wieder schrauben muss. Spaniplatz Sonntag, KTM Zweitakt mit Einspritzung. In der Hierarchie deiner Babys auf deiner, wie soll ich sagen, auf deinem Ehrenpodest in deinem Büro, auf welchem Platz gibst du das hin? Also das, aufgrund der Tatsache, dass wir da jetzt schon 13 Jahre einen Haufen Arbeit reingesteckt haben, war es für mich ebenbürtig mit der 125. Okay. Andi Lettenbichler. Das Treiben am Gipfel beobachten ist immer ganz leibend, wenn man schon oben ist. Letti Zweitakt mit Einspritzung immer noch echter Zweitakter für Männer? Ja, absolut. Ich glaube, du hast das jetzt selber gesehen. Wasserleitung ist kein Kinderspiel bei uns und die schiebt an. Es ist wirklich ein Traum und wenn man weiß, was dahinter steht, noch viel mehr. Super, ja. Es macht wirklich Spaß. Aber der Geruch ist jetzt weniger intensiv, aber immer noch die feine Duftnote, die man braucht. Gell? Die feine Duftnote, die man für einen Zweitakter braucht, hat sie noch natürlich. Läuft jetzt natürlich viel emissionsärmer durch die Einspritzung und die Frischölschmierung. Sie holt sich wirklich nur, was sie braucht. Und ich denke, das ist halt für uns, für die Umwelt sehr gut. Du verlierst nichts mehr am Überlauf beim Vergaser. Also sprich, durch die Menge, die sie sich holt, braucht sie auch viel weniger Sprit. Und man kommt einfach jetzt viel weiter. Man muss jetzt nicht mehr hadern, wow, schaffe ich das noch bis zum nächsten Tankpunkt. Das ist jetzt alles in allem richtig gut. Na gut, das mit den geringeren Emissionen war dir immer wurscht, du bist immer ganz vorn gewesen. Für mich, als letzter im Wald, war es immer Arsch, wenn es vorn gestanden hat. Danke, alles Gute. Gerne. Ja, Ciao dabei. Hi Johnny, the new
electronic injection two-stroke. Is it still a real two-stroke bike for you? Yeah, it's good. You know, you can't really tell the difference. Apart from wherever you go, it doesn't really change. You know, the jet end's always the same. So, you know, to me, it's still the same. You can't really tell the difference when you get on one and the other. So, yeah, it's working good. Okay, thank you. Have a nice Thank day. you. Ja, bei mir ist jetzt der Martin Wabnecker von der Firma Motorex. Und es ist ja so, dass jetzt einiges, wie soll ich sagen, in Sachen Schmierstoff gleich ist wie bisher. Martin, klär uns mal auf, was hat sich jetzt nicht verändert? Ja, nicht verändert hat sich grundsätzlich das Zweitaktsystem. Das heißt, es wird dem Sprit Öl beigemischt, nur es ist jetzt kein Premix mehr. Also man muss vor dem Fahren nicht mehr Benzin und Öl mischen, sondern es ist eine Getrenntschmierung. Benzin und Öl kommen separat in den Motor. Ja, und das bedeutet ja, dass es Situationen gibt, wo kein Benzin reinfließt, aber sehr wohl Öl. Was hat denn das für, wie soll ich sagen, für Relevanz für euren Schmierstoff? Ja, das ist richtig, weil eben es gibt jetzt einen eigenen Öltank und eine eigene quasi Ölpumpe und das Öl kommt nur mehr mit der Ansaugluft ins Kurbelgehäuse und das Benzin wird ja woanders eingespritzt. Das heißt, im Endeffekt, es gibt jetzt nicht mehr den Effekt, dass das Öl ausgewaschen wird mit dem Benzin. Das heißt, der Schmiereffekt ist eigentlich besser. Es gibt allerdings das Problem, besonders bei tiefen Temperaturen, dass das Öl nicht zu dickflüssig sein darf, sonst wird es irgendwann nicht mehr schmierfähig sein bzw. gar nicht mehr in den Motor gelangen. Gut, für die Kunden ist es aber einfach, weil sie kaufen einfach das gleiche Öl wie bisher, weil das erfüllt ja alle Anforderungen auch bei allen Temperaturen, oder? Genau, also das war auch KTM sehr wichtig. Im Entwicklungsprozess haben wir versucht, neue Öle ihnen zur Verfügung zu stellen, optimierte, aber ihnen war es wichtig, weiterhin das gleiche Öl nutzen zu können und im Endeffekt war es auch bei allen Tests so, dass weiterhin unser Crosspower Zweitakt das perfekte Öl für diesen Motor ist, auch mit der Einspritzung. Na sehr gut, dann freuen wir uns. Die Sachen sind doch noch einfach geblieben. Martin, danke. Danke dir. In der Fahrpraxis schauen wir mal, wie soll ich sagen, die schnellen Jungs freuen sich jetzt darüber, dass vor allem die 300er oben raus stark überdreht werden kann, also dann oben raus noch mehr Reserven hat als bisher. Das ist mir herzlich egal, habe diesen oben raus Bereich nie betreten. Für mich ist der große Vorteil im Teillastbereich, dass die Maschine eine viel saubere Verbrennung hat im Teillastbereich. Ihr kennt es, wenn man da über die Wurzeln sich drüber quält und drüber wurschtelt, ist es früher immer so gewesen bei den Zweitaktern, dass das immer einen noch nachgeschoben hat und das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Man hat eine super saubere, präzise Verbrennung, wenn man auch über schwieriges Terrain fährt und das ist für uns Hobbyfahrer einfach ein Gedicht. Man hat in der Gasannahme jetzt hier, wie soll ich sagen, ein ähnliches Niveau, wie man es auf dem Viertakter hat, präzise, sauber, sehr einfach. Was dann schon ist, was Einsteiger vielleicht ein bisschen vermissen, immer noch ist auf der Sonderprüfung, man hat ja immer noch keine Motorbremswirkung oder fast keine. Das ist das, was uns Einsteigern oft fehlt oder uns Rookies, dass wir im Kurveneingang dann das mit der Hinterbremse immer noch dosieren müssen, wenn wir nicht über quasi die weite Linie dann erwischen. Die Profis haben das sowieso im Griff. Also das ist hier immer noch beim Zweitakter, er hat immer noch deutlich weniger Motorbremswirkung als ein Viertakter mit allen Vor- und Nachteilen. Apropos Nachteile, die kann man im Prinzip sehr kompakt aufzählen. Mehrgewicht sind 3 bis 4 Kilo, ist das Mehrgewicht, aber das ist statisches Gewicht. Das heißt, die rotierenden Massen sind nicht schwerer geworden. Das heißt, das ist dieses ganze, der Öltank und diese Einspritzanlage EC und so weiter. Das ist natürlich zusätzliches Gewicht.
aber die rotierenden Massen sind ja wie bisher. Ich habe immer noch keine Nockenwellen drauf, die Kurbelwelle ist immer noch schlanker und das ist das, was man natürlich beim Handling spürt. Das heißt für mich kein Unterschied, die hat das gleiche grandiose Zweitakt-Handling wie immer schon, das hat sich überhaupt nicht verändert. Ansonsten sind da sehr, sehr viele bekannte Dinge drauf. Also Lichtmaschine ist zum Beispiel vom Viertakter. Also man hat da jetzt nichts, wie soll ich sagen, man muss da jetzt nicht sagen, na, ich schaue mir das mal an im ersten Jahr, ob das hält oder nicht hält. Da ist jetzt nichts wirklich was dramatisch Neues dran. Die Computerteile werden nicht kaputt und die mechanischen Teile sind alles bekannte Teile. Die Einspritzdüsen kennt man aus dem Viertakter. Also da ist nicht wirklich was Neues dran. Das einzig Neue steckt natürlich in der Software und das ist radikal neu und funktioniert wirklich großartig. Ein bisschen noch zum Unterschied, 300er 250er ist im Prinzip wie bisher, 250er noch ein quirligeres Drehvermögen, noch drehzahlhungriger, noch drehzahlgeiler, noch direkter am Gas. Die 300er im Übergang von ganz tiefen Drehzahlbereich bis in den Bereich, wo es dann anfängt zum Schieben, ein bisschen verzeihender. Was jetzt aber schon ist, man hat hier oben diesen Map Select Switch, der ganz, ganz großartige Auswirkungen hat. Man kann da wirklich bei der 300er oder auch bei der 250er sich das sehr, sehr sanft einstellen und dann hat man bei diesem Soft-Terrain-Mapping diesen Übergang in den Bereich, wo es anreißt, sehr, sehr human und für mich wirklich schön zum Fahren. Also die 300er ist ein absolutes Gedicht-Motorrad. Ihr müsst jetzt wirklich lange überlegen, was passt nicht. Nein, natürlich, was natürlich schon ist, es ist natürlich teurer geworden. Also da braucht man nicht um einen heißen Brei herumreden. Also es ist jetzt kein sparefroh Motorrad mehr, obwohl es so richtig billig waren sie auch nicht mehr, die Zweitakter. Das heißt, die Zweitakter ist beim Preis näher an den Viertaktern als früher, als an den Vorgängermodellen vom Zweitakter. Das ist so. Die Wartungskosten jedoch sind immer noch sehr niedrig. Das sind, glaube ich, die tollen Nachrichten, dass wenn man es mal gekauft hat, dann super dabei ist mit den Wartungskosten wie bisher. Ansonsten freut mich, dass ihr dabei bleiben seid. Bin gespannt auf eure Kommentare, wie ihr das seht. Dieses schwere Commitment von KTM für einen Zweitakter. Taugt euch das oder sagt ihr, vergebe die Mühe, braucht man nicht? Seid ihr Zweitakt-Fans und kommt jetzt zurück zu den Zweitaktern oder bleibt bei den Viertaktern treu? Postet mir die Kommentare da drunter und ich gehe jetzt nochmal kräftig umrühren. Wir fahren jetzt noch auf die 3 Könige rauf. Badewanne und Wasserleitung haben wir ja schon absolviert. Wirklich großartig. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.